Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute sehr auf ein Gespräch mit Professor Dr. Walter van Laak. Ihr Fachgebiet in der Medizin war Orthopädie und Unfallmedizin. Sie sind Autor. Und heute freue ich mich sehr auf ein Gespräch über Nahtoderfahrungen und alles, was dazugehört. Ja, erstmal herzlich willkommen und vielleicht stellen Sie mal kurz sich selbst vor. Und ich glaube, damit sind wir direkt in dem Thema Nahtoderfahrung. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch, Frau Forster. Äh, ja, was soll ich groß sagen? Ich bin mittlerweile zwar Rentner und das schon seit ein paar Jahren und dennoch weiterhin aktiv im Bereich der Medizin, genauso wie natürlich in dem Bereich, der mir seit über ja, 40 Jahren am Herzen liegt, nämlich in dem Bereich der zum Beispiel Nahtoderfahrung beziehungsweise die Thematik Leben und Tod im Allgemeinen. Und die Nahtoderfahrungen, ganz nebenbei, die Sie besonders ansprechen, die sind zwar ungemein populär und das ist auch meistens der Aufhänger für viele Gespräche und sie sind auch sehr wichtig, aber um das auch direkt vorweg zu sagen, sie sind für mich nur ein Mosaikstein in der Gesamtbetrachtung, wenngleich ein wichtiger Mosaikstein. Die Gesamtbetrachtung ist eben auf möglichst breiter Basis Argumente herbeizufinden, die in sich schlüssig sind, so schlüssig sind, dass sie zu dem Vertrauen, nicht nur zum Glauben, sondern zu dem Vertrauen führen, unser Tod, den wir Tod bezeichnen und der jeden trifft, auch wenn manche Leute heute das sogar wieder bezweifeln wollen, in ganz bestimmten Kreisen, dieser Tod ist trotzdem nicht unser Ende. Und es geht in, ich lasse das mal jetzt offen, in irgendeiner Form für jeden von uns weiter. Und es gibt auch bestimmte Richtlinien, würde ich mal sagen, oder bestimmte Aspekte, die klar kanalisieren, wie es grundsätzlich weitergehen muss, weil sich das schon hier während unseres Lebens und während der Evolution des Lebens auf dieser Erde insgesamt, soweit wir es kennen, herauskristallisiert. Und das ist eigentlich das, was mich seit vielen, vielen Jahren immer wieder dazu gebracht hat, mich damit intensiv zu beschäftigen. Und seit 25 Jahren, gut 25 Jahren jetzt, habe ich das auch zu Papier gebracht und eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht, die natürlich zum Teil auch, die in deutscher und in englischer Sprache sind und zum Teil auch nicht nur aus meiner Feder sind, sondern zum Teil auch zusammengetragen sind als sogenannte Tagungsbände, genau genommen inzwischen 8, weil ich seit 2009 regelmäßig auch hier in Aachen eine Tagung mache, immer im November bislang, wo Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern zusammenkommen, um dort zu referieren über diese Thematik. Und das hat auch eine ganze Menge bisher beeinflusst und auch fasziniert, die immer wieder gekommen sind, teilweise häufig wiedergekommen sind. Und ich hoffe, dass ich das dann nächstes Jahr, 25 wäre wieder dran, auch 25 wiederholen kann. Das ist so eine kurze Vorstellung halt in diesem Bereich. Ja, wie gesagt, ich bin auch Rentner bereits und habe Kinder, 2 Söhne, die aber beide nicht mehr hier in Deutschland leben und arbeiten. Und ich habe auch Enkel, 2 Enkel zurzeit, die in den USA geboren sind. Ja, und das Thema Leben und Tod, man könnte es ja, oder ich würde es jetzt mal so definieren, dass es ja im Endeffekt, dass wir ein unendliches Leben haben und nur so dieses Gefährt den Körper irgendwann abstreifen. Also das ist jetzt so meine Einstellung dazu. Wie sehen Sie das? Weil ich nehme das immer so wahr, dass so in diesem Kollektiv sehr stark vertreten ist, der Tod ist das Ende und die Angst vor dem Tod. Und ich frage mich immer, wo das so herkommt, diese Angst, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Haben Sie da so eine Idee, wo das so herkommt? Naja, gut, äh, wir sehen uns, wir nehmen uns ja hier, wo wir zurzeit leben, sage ich mal, so wie wir leben, materiell wahr, mit unseren natürlich auch materiellen Sinnen.
So, und wir stellen dann irgendwann einmal fest, dass der Mensch und auch jedes Tier auf einmal nicht mehr da ist. Das heißt, er lebt nicht mehr. Äh, aber wir sehen natürlich immer noch da einen Körper. Das heißt, materiell ist das alles für uns immer noch vorhanden, aber irgendwas fehlt. Das nämlich, was wir als Leben bezeichnen. Ohne da jetzt weiter zu gehen, erstmal in die weitere Philosophie, ist das für uns natürlich eine klare Zäsur. Da ist etwas, was existiert, nämlich körperlich, ganz offensichtlich, aber eben doch nicht mehr existiert. Und von daher erkennt der Mensch, der jetzt auch eine Phase erreicht hat, ich kann da gleich ein bisschen näher drauf eingehen, eine Phase erreicht hat in der Evolution, wo er äh, das ja auch nicht nur wahrnimmt sinnlich, sondern darüber auch reflektieren kann geistig, äh, dass er dann eben für sich feststellen muss, das trifft auf ihn irgendwann auch einmal zu. Das wird das Tier nicht. Das Tier nimmt das wahr, je nachdem, wie weit es entwickelt ist. Ein Elefant beispielsweise als Säugetier oder andere Tiere, die nehmen das wahr. Die entwickeln auch Traurigkeit über den Verlust dessen, weil da das, was sie bisher sinnlich wahrgenommen haben, weiß ich was, ein Partner beispielsweise nicht mehr ist, aber nach, ich sage mal, Tagen spätestens oder Wochen, noch spätestens, noch weiter spätestens ist das Ganze sicherlich auch erstmal wieder vergangen. Aber beim Menschen ist das anders. Der Mensch kann darüber reflektieren, er kann darüber auch abstrakt denken, er kann da mit sich erstmal philosophieren und nimmt wahr, da ist jemand weg, er ist nicht mehr sinnlich wahrnehmbar, er wird nie mehr für ihn sinnlich wahrnehmbar sein und irgendwann trifft es ihn auch. Und daraus entwickelt sich selbstverständlich dann diese Angst. Und dann ist automatisch, das wissen Sie ja auch, und das kennen Sie von allen anderen, da brauchen Sie ja nur mal sich mit Leuten zu unterhalten. Umso älter Sie werden, umso häufiger tritt das Thema dann auf. Sehen Sie, der Mensch erkennt eben dann halt, dass es irgendwo für ihn endet. Und in Gesprächen diskutiert er dann mit anderen darüber, äh, über seine Vorstellungen, die er davon entwickelt. Er diskutiert zum Beispiel eben darüber, dass er gerne begraben werden möchte auf einer Anhöhe, damit er eine wunderschöne Aussicht hat. Das gibt's alles. Obwohl er ja überhaupt keine Aussicht mehr haben wird. Er wird dies ja nie mehr wahrnehmen können. Oder andere diskutieren darüber, wie oft bin ich schon angesprochen werden, was soll mit dir passieren, wenn du nicht mehr bist? Möchtest du begraben werden oder möchtest du verbrannt werden? Da sage ich werde gar nichts. Weder das eine noch das andere. Und dann kriege ich natürlich immer komische Blicke, äh, weil die Leute fragen, was soll das? Ja, sehen Sie, und das ist der Unterschied. Wir erkennen nur das, was wir sinnlich wahrnehmen. Und das ist für uns real, das ist für uns existent. Das, was wir nicht sinnlich wahrnehmen, das ist für uns dann in dem Moment einfach gar nicht mehr da. Und wir philosophieren und denken auch nicht darüber nach, dass es eben außer der sinnlichen Wahrnehmung vielleicht noch mehr gibt. Und diese sinnliche Wahrnehmung eben halt beschränkt ist durch die, ich sag mal, physikalischen Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Äh, so ist das eben. Der Mensch endet natürlich hier irgendwann. Er streift seinen Körper im Grunde genommen auch nicht ab, sondern er ist nicht dieser Körper, sondern dieser Körper ist nur seine nach außen hin von anderen so wahrgenommene Manifestation oder, wenn Sie wollen, Kondensation. Er ist etwas völlig anderes. Und jemand anderes, der eben in dieser sinnlichen Wahrnehmung noch existiert, der also diesen Körper quasi noch belebt, so müsste man sagen, dieser andere nimmt ihn dann eben nicht mehr als belebt wahr, weil er ja in Anführungsstrichen verstorben ist. Das heißt aber nichts anderes, als weil die Körperfunktionen irgendwo mal aufgehört haben, weiterzumachen. Aber das, was eigentlich da war oder ist, das ist eben gar nicht sinnlich wahrnehmbar, sondern das ist nur erfahrbar auf eine andere Art und Weise. Und das erfährt er dann nicht mehr. Und leider ist es eben auch so, die meisten Menschen haben eben nicht die Gnade, die einige wenige schon haben, vielleicht das ein oder andere doch
noch wahrzunehmen, wenngleich nicht sinnlich. Und viele Menschen, die vielleicht doch so etwas wahrnehmen von jemand anderem, die verdrängen das aber oder ignorieren das, weil sie nicht glauben, dass es wirklich so ist, sondern sie meinen, sie reden sich das ein. Und dann kommen natürlich solche Vorstellungen wie, lass mal das mal wieder sein, du bist vielleicht nicht ganz dicht. Oder man behauptet von anderen, der hat es ja auch nicht mehr ganz an der, im Kopf. Das ist verständlich, das ist logisch. Wir müssen also klar unterscheiden und es gibt im Grunde genommen in unserer Evolution von allem nicht nur die Evolution des Körperlichen, dessen, was wir materiell wahrnehmen, sondern es gibt auch noch eine andere Evolution. Auf unserer Ebene jetzt würden wir sagen, die Evolution des Geistigen oder des Seelischen, da können wir drüber reden. Ich habe das versucht zu abstrahieren, weil es nämlich von Anfang an schon so ist. Es ist die Evolution des Informationellen. Noch kommen wir mal zurück. Alles, aber wirklich alles, vom kleinsten Atom über die unbelebte Materie unseres Universums bis zu uns ist erstmal nichts anderes als hat auch einen informationellen Kern, ist also, wenn Sie so wollen, Information. Dass das wirklich so ist und dass die Vorstellung, die wir von Materie haben, wenn wir uns hier sehen oder wenn wir auf den Tisch klopfen, ist im Grunde genommen nur eine Illusion. Warum? Weil diese Information zu einem bestimmten Zeitpunkt anfängt, ich will mal sagen, Wirkungen untereinander aufzubauen oder Beziehungen untereinander aufzubauen. Und diese Beziehungen untereinander, die führen dann in einer bestimmten Komplexität zu der Vorstellung, die wir heute haben, es ist etwas Materielles. Diese Beziehungen, das wissen wir aus der Physik, diese Wirkungen sind aber überhaupt nicht materiell, sie sind nicht substanziell. Wir suchen nach Teilchen, die diese Beziehungen in irgendeiner Weise aufbauen, diese Wirkungen vermitteln, aber diese Teilchen gibt es nicht. Haben wir auch noch nie gefunden. Wir kreieren zwar solche Teilchen in der Physik schon mal, wir benennen sie dann so. Typisches Beispiel vor 10 Jahren, ungefähr etwas länger, ist das sogenannte Higgs-Boson, wenn man nicht weiß, was Materie zusammenhält. Dann hat man eine Philosophie gehabt, die auf einen Engländer Higgs, der inzwischen verstorben ist, zurückgeht, der in den 60er Jahren das eigentlich mehr so als Jux entwickelt hat, als Witzvorstellung entwickelt hat. Das hat er auch frank und frei immer von sich zugegeben. Und irgendwann hat man dann ein ultra kurzlebiges Teilchen mal wieder gefunden in diesen Apparaten, im CERN zum Beispiel, wo also die mit Lichtgeschwindigkeit diese kleinsten Teilchen durch die Gegend fliegen und dann gegenseitig und damit gegenseitig geschossen wird oder sie beschossen werden. Und dieses ultra kurze Teilchen hat man dann einfach zur Verifizierung dieser Jux-Theorie aus den 60er Jahren, Higgs-Boson genannt. Der Mann war ganz überrascht und kriegte dann ein Jahr später auch einen Nobelpreis dafür. Inzwischen ist er verstorben, aber 10 Jahre später weiß man immer noch nicht, was diese Materie zusammenhält. Kurzum, wir haben Informationen und diese Informationen, die werden in irgendeiner Weise eben zusammengehalten. Dadurch entsteht eben materielle Komplexität. Aber was sie zusammenhält, wie sie zusammengehalten wird, wie diese Beziehungen auftritt, wie diese Wirkungen auftritt, wissen wir nicht. Es ist also ein rein informationelles Geflecht. So, und nun kommen wir eben zur einen Seite, die nennen wir Materie. Das sind eben diese Informationen, die, sagen wir mal, Atome bilden. Und alles, was daraus entsteht, das, was auch uns ausmacht oder was die Sonne ausmacht oder die Erde ausmacht oder Steine ausmacht, das wird irgendwann einmal natürlich wieder zerfallen in diese Atome. Logischerweise genauso wie wir wieder zerfallen. Das heißt, das, was wir materiell darstellen, wieder zerfällt. Das ist eben der Gang jedes Materiellen, alles materiell. Das ist der Lauf der Dinge, wie man so schön sagt. Aber das, was da drin steckt, diese Information, die bleibt trotzdem erhalten. Und nun gibt es einen großen Unterschied. Ich sagte ja, wir haben 2 Evolutionen. Wir haben die Evolution des rein materiellen und die scheint also offensichtlich einen zyklischen Verlauf zu machen. Es entsteht etwas, es gibt eine größere Komplexität dieser materiellen Dinge, die mit Wirkungen oder Beziehungen zueinander anheften.
oder verhaftet sind und dann wird irgendwann mal ein Zenit erreicht. Und nach irgendwelcher Zeit, bei uns Menschen vielleicht nach 30 Jahren und bei der Sonne vielleicht nach 3 Milliarden Jahren, geht das Ganze langsam wieder den Berg runter. Bei uns garantiert ungefähr nach 30 Jahren, körperlich betrachtet. So, und dann irgendwann ist logischerweise das Ende erreicht und dann zerfallen diese Teilchen wieder. Die Information der einzelnen Teilchen bleibt natürlich erhalten, aber sie zerfallen. Das heißt, die Teilchen selber haben eine Komplexität, die wieder aufgelöst wird. Das ist die Physik, die Welt der Physik, die Welt des Materiellen. Sie ist die Welt der Teilchen oder die Welt der, wie ich das nenne, der Diskontinuität. Die zweite Evolution ist aber eine andere und die verkennen wir. Die sehen wir nicht, aber sie ist von Anfang an da. Nur sie braucht viel, viel, viel mehr Zeit, um auch überhaupt erkannt werden zu können, denn man muss eine Stufe erreicht haben, um sie zu erkennen. Wir haben diese Stufe erreicht und wir müssen uns nur die Mühe geben, sie zu erkennen. Und diese zweite Evolution ist die Evolution der Information selber. Das heißt, die Information ist nicht nur Teil dieser Teilchen und dazu da, diese Teilchen zu bilden, sondern diese Information selber bildet auch untereinander eine Komplexität auf nicht materieller Ebene. Und da kommt noch ein wichtiger Aspekt dadurch zustande. Die Teilchen, die diese Information zusammensetzt, werden damit zu komplexen Etwas, die man als Vehikel bezeichnen müsste, um die Evolution des Eigentlichen, nämlich die Evolution dieser Information, immer wieder vorwärts zu tragen oder hochzutragen. So entwickeln sich dann von den Steinen, sage ich mal, oder von den Himmelskörpern über Millionen und Abermillionen, wenn nicht Milliarden Jahre, entwickelt sich immer irgendwann eine materielle Komplexität, die in der Lage ist, wieder Vehikel zu sein für die weitere Evolution des Informationellen selber. Und dann entstehen Lebewesen. Und das Leben selber ist ja auch nichts anderes als eine informationelle Kraft. Denn Leben ist kontinuierlich. Und wir haben eben gesehen, die Welt der Physik ist diskontinuierlich. Kontinuität gibt es nicht. Wir dichten sie in der Physik an, indem wir zum Beispiel einfach dann sagen, für kleinste Teilchen haben wir eine andere Physik. Wir nennen sie die Physik eben der Atome oder der noch kleineren Teilchen. Und dann sagen wir eben, ein Lichtteilchen ist nicht nur Teilchen, sondern ist Welle zugleich. Dass aber vielleicht die Welle eine Art Informationsgerüst ist, um es mal so zu sagen, in der die Information selber sich auch weiterentwickelt, das verkennen wir. Denn wir kennen ja nur die Physik oder wollen sie nur kennen. Also die Information hat ihren eigenen Aufbau. Sie entwickelt sich selbstständig. Sie entwickelt sich zu einer eigenen Komplexität. Und diese Komplexität bleibt erhalten, denn sie ist eine Kontinuität. Und damit ist auch das Leben, was ja kontinuierlich ist, grundsätzlich nicht zerstückelbar oder abtötbar. Wir können zwar die materiellen Äußerlichkeiten kaputt kriegen, denn das ist ja Physik, aber wir können das Leben nicht kaputt kriegen, denn das ist kontinuierlich und keine Physik. So, und wenn sich im Laufe der Zeit immer höhere Komplexitäten entwickeln, weiß ich was, Tiere zum Beispiel, niedere Tiere in Anführungsstrichen, dann immer weiter höhere Tiere und dann auf einmal plötzlich der Mensch. Dann hat sich hier eine informationelle Komplexität entwickelt, die inzwischen von der materiellen Komplexität sogar divergent abweicht, und zwar in großen Portionen. Sehen Sie mal, unser Gehirn, das materielle Gehirn, so wie wir es bezeichnen, das war vor 10.000 Jahren, das heißt zur Steinzeit, genauso wie heute. Da ist kein großer Unterschied, eigentlich nichts. Und trotzdem haben wir zumindest theoretisch, leider trifft es auf viele Menschen wohl nicht zu, aber theoretisch haben wir die Möglichkeit, im Vergleich zum Steinzeitmenschen eine ganz andere, ich sage mal, geistige Qualität und auch Quantität zugrunde zu legen bei gleicher anatomischer Hirnqualität wie vor 10.000 Jahren. Und das sind nur 400 Generationen, 10.000 Jahre. Also in ganz kurzer Zeit hat sich hier extrem viel entwickelt.
Und das liegt nicht an der Anatomie, die sich da verändert hat. Wir haben bei gleicher Anatomie in kurzer Zeit eine Evolution durchgemacht des Geistigen, die ungleich schneller und ungleich größer ist als jemals zuvor. Beispiel: Für einen Huf zum Beispiel, den Huftiere haben, hat es 40 Millionen Jahre gedauert. Für ein Hirn in der Komplexität, in der materiellen Komplexität, wie wir es haben, vielleicht ein paar 100.000 Jahre. Das ist also extrem verkürzt, aber das ist auch noch nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, was daraus entstanden ist. Das heißt, das Gehirn wiederum ist das Vehikel gewesen für etwas viel, viel anderes, viel, viel Größeres, und das ist unsere geistige Komplexität. Und so wie das Leben kontinuierlich ist, ist auch die geistige Komplexität kontinuierlich. Und wenn wir jetzt zu uns kommen, uns Menschen einfach mal kommen, betrachten das mal, dann habe ich ja eben schon erwähnt, irgendwann wird der Mensch gezeugt und ab da geht's los. Da kommen zwei Teilchen zusammen, sage ich mal, die dazu führen, dass sich ein menschliches Leben entwickeln kann. 9 Monate intrauterin, also vorgeburtlich, und anschließend vielleicht 70 oder 80 Jahre, wenn es hochkommt, sogar noch ein bisschen mehr, danach, nach der Geburt. Während der Geburt, oder während der Zeit der Vorgeburt, also während der Embryonalzeit, macht der Mensch ja schon eine extreme Größenentwicklung durch. Er kommt mit, sagen wir mal, 50 Zentimetern zur Welt und wird nachher vielleicht, wenn es hochkommt, ich bin 1,97, also wenn es hochkommt, 2 Meter. So, das heißt das Vierfache, aber in einer Zeit von mindestens anschließend noch 18 Jahren, während die 50 Zentimeter ja schon in 9 Monaten entstanden sind. Und mit 25 beispielsweise oder 30 Jahren ist seine körperliche Entwicklung im Zenit, und danach geht es, wie ich eben schon sagte, garantiert schrittweise bergab. Erst ganz langsam, aber nachher merken Sie auf einmal, wird es doch manchmal deutlich stärker. Aber parallel dazu entwickelt sich bei relativ unveränderter Gehirngröße, wenngleich natürlich Verschaltungen alles eine gewisse Rolle spielen, aber trotzdem entwickelt sich etwas anderes, parallel zunächst einmal zu, lange Zeit. Das ist die geistige Qualität. Wenn das Kind zur Welt kommt, hat es ja noch keine erweiterte geistige Qualität. Ein Baby ist ja noch nicht lebensfähig, nicht einmal das. Sondern das entsteht jetzt langsam erst, ohne dass das Gehirn sich weiterentwickelt oder verschaltet in den nächsten 15 oder 20 Jahren. Und auch dann ist noch lange nicht Schluss. Wenn der Körper mit 25 oder 30 auf einmal langsam wieder abbaut, entwickelt sich das Geistige weiter. Und zwar immer weiter. Und wenn nicht gerade eine körperliche Schädigung, die wir dann vielleicht Demenz oder Alzheimer nennen, am Ende des Lebens oder im fortgeschrittenen Alter verhindert, dass, ich sage es immer einfach mal, Zugriff auf unsere materielle Welt noch in alter Form besteht, entwickelt sich diese geistige Qualität noch weiter. Und im Grunde genommen erreicht sie dann ihren Zenit, ihren Höchststand am Tag ihres Todes. Ihres Todes jetzt großgeschrieben, also in dem Moment, wo der Mensch körperlich nicht mehr ist. So. Nun haben wir eine rein logische Konsequenz oder logische Frage einfach mal zu erörtern. Wenn Sie wissen, dass das sogenannte Materielle oder so wie wir es eben materiell wahrnehmen, einen zyklischen Verlauf nimmt und nach einem Anstieg einen Abbauprozess auf jeden Fall in sich trägt, der für alles andere in dieser Welt auch gilt, entwickelt sich gleichzeitig unsere geistige Komplexität von Anfang an kontinuierlich und nachher sogar exponentiell unter Umständen. Nach oben weiter. Ich sage immer, im Vergleich zur Zyklik ist es eine Linearität. Es geht nach oben. Unterschiedlich groß und stark. So, und jetzt kommt erstmal die logische Frage, mit welchem Recht, wenn ich sage, dass diese geistige Qualität zum Zeitpunkt ihres Todes eigentlich im Zenit steht, während der Körper längst abgebaut hat oder abgebaut ist, mit 90 Jahren vielleicht. Mit welchem Recht soll diese kontinuierlich aufwärts gegangene geistige Komplexität den gleichen Weg nehmen wie die zyklische Diskontinuität, nämlich die des Körperlichen?
Da gibt es überhaupt keine logische Begründung für. Das heißt also auf gut Deutsch, wenn unser Körper nicht mehr kann, was logisch ist, was notwendig ist, weil er auch nur ein Vehikel darstellt, dann ist am Ende dieses Lebens dieser Körper auch nicht mehr brauchbar. Wir verlassen diesen Körper ganz einfach oder lassen ihn zurück, so wie wir einen kaputten Mantel zurücklassen oder ein kaputtes Auto zurücklassen, was dann auf den Schrottplatz geht, wo Sie sich im Übrigen auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob der in die Presse kommt oder was sonst mit diesem Auto passiert. Und Sie sind weiter da. Sie sind einfach weiter da. Und das ist etwas, da sind wir dann bei den Nahtoderfahrungen, die mich auch erst viel, viel später eben überhaupt erreicht haben, als die Thematik generell, Thematik Leben und Tod, aus ganz anderen Gründen. Die Nahtoderfahrung haben, schildern ja gerade oftmals genau diesen Punkt. Sie treten plötzlich in eine für sie völlig unbekannte und ungeheuerliche Ebene ein oder Existenz ein und sehen sich dann irgendwie auf dem OP-Tisch oder sie sehen sich an einem Unfallort und sie sehen dieses Wrack da liegen und erkennen sich aber selber als völlig intaktes Wesen, völlig integer, so wie sie immer waren. Sie erkennen sich als das, was sie eigentlich sind und gucken auf sich, der da liegt und sagen, was soll das, was ist das? Und sie sagen sogar, nee, da möchte ich nicht mehr hin, das will ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr sein, das ist ein Wrack. Aber ich bin es nicht. Das heißt also, Sie, die im Moment ihres Todes, sofern, wie gesagt, nicht anatomische, also das heißt körperliche Merkmale den Zugriff verhindern ihrer geistigen Komplexität, ihrer entwickelten Komplexität. In dem Moment ihres Todes haben sie einen Zustand erreicht, einen geistigen Zustand oder ganz allgemein wieder abstrahiert gesagt, einen informationellen, komplexen, hochkomplexen Zustand erreicht, der selbstverständlich, der linear zusammenhängt und der kontinuierlich zusammenhängt, der linear gewachsen ist, aber kontinuierlich zusammenhängt, der dieser Diskontinuität des Körpers, des Physikalischen, der Physiker nennt das auch entropisch, nicht folgen kann. Und diese Komplexität geht selbstverständlich weiter. Sie braucht dann natürlich, und da sind wir bei einem anderen Punkt, anschließend, das heißt im Moment des Todes, wieder ein neues Vehikel. Und dieses neue Vehikel, das nennt ja der Nahtoderfahrene interessanterweise dann mein integrer Körper. Der Esoteriker sagt dann ein nicht mehr fester, ein feinstofflicher Körper. Er nennt das so, weil er keine anderen Worte hat. Das ist völlig okay, wenn man das so nennt. Er ist halt nicht so klassisch physikalisch, wie wir es bisher kennen. Er kann es auch nicht sein, denn was wir ja tun, egal ob wir gucken mit unseren Augen, ob wir hören mit unseren Ohren oder ob wir irgendwelche Hilfsmittel nehmen, ich sage mal Mikroskope oder Teleskope, wir können ja nur das damit wahrnehmen, wozu diese Dinge aufgebaut sind. Und diese Dinge sind nun mal alle gleich aus dem gleichen Material aufgebaut, wie wir auch, nämlich aus dieser groben, ich sage es mal bewusst, so groben stofflichen Materialität oder Physik, mit der wir hier existieren. Aber damit ist ja nicht gesagt, dass es nicht andere Möglichkeiten der Existenz gibt, die der Esoteriker dann völlig, vielleicht zu Recht, feinstofflich nennt, weil wir keine anderen Worte haben, weil wir es gar nicht anders beschreiben können, wo eben ein anderer Zusammenhang ist der eigentlichen Existenz, nämlich der Information oder der inzwischen komplex entwickelten Information. Und dies wird dann eben in irgendeiner Form auch weitergehen. Und auch da gibt es bestimmte Punkte, die das Ganze dann wiederum, ich sage mal, in irgendeiner Weise determinieren. Und deswegen war mein eigentlicher Ansatz ursprünglich ja, mich mit der Thematik Leben und Tod zu beschäftigen, weil ich schon sehr früh Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben,
die also mich auch als junger Mensch schon dem Tod sehr nahe gebracht haben und deswegen das Thema Tod sehr früh auf der Matte stand. Und ich mir deswegen immer schon die Frage gestellt habe, ist das nun unser Ende, definitiv oder nicht? Und da schon immer, früher wie heute, früher heißt also vor 45 oder 50 Jahren, genauso wie heute, immer noch in der Regel die sogenannten Naturwissenschaften unisono oder mehrheitlich zumindest sagen und behaupten, das ist definitiv unser Ende und das ist leider heute auch, und das musste ich erst neu erfahren, das Leitbild vieler Menschen, die heute sehr viel Macht in dieser Welt ausüben. Dann konnte es für mich nur die Antwort geben, entweder es stimmt so, wie diese Menschen auch heute noch behaupten, unser Tod ist unser Ende, oder das von ihnen konstruierte Weltbild stimmt nicht so. Und da ich sehr schnell und früh der Überzeugung war, es kann nicht so sein, habe ich mich natürlich sehr früh dann auch mit all diesen, ich sag mal, wissenschaftlichen Fachbereichen sehr intensiv beschäftigt. Das lag aber auch ein bisschen daran, dass ich eigentlich aus der Naturwissenschaft eher kam und deswegen da eigentlich schon ganz gut positioniert war und es mir auch Spaß machte, mich mit auch sehr theoretischen Fragen dann zu beschäftigen und habe festgestellt, das, was uns erzählt wird, kann so nicht stimmen. Ganz einfach. Und es kann aus zwei verschiedenen Dingen nicht stimmen. Erstens, der Mensch hat immer die Tendenz gehabt, und das galt schon immer so, und das galt leider auch in den letzten Jahrzehnten so, auch wenn der Mensch natürlich immer zu seiner Zeit was anderes von sich behauptet. Aber er hat immer jede neue Erfahrung, die er gemacht hat, jede neue Messung, jede neue Beobachtung sofort interpretiert. Also das heißt nicht, das nackte Ergebnis war erst mal da und wurde, ich sag mal, bestaunt und es wurden vielleicht auch viele Möglichkeiten zugelassen, sondern es wurde direkt interpretiert. Ja, aber wie wurde es dann interpretiert? Es wurde immer interpretiert nach bestimmten Grundsätzen. Der erste Grundsatz für alle diese Interpretationen war, man hat nie über die Fachgrenzen des eigenen Gebietes geschaut oder sehr selten. Das heißt, man hat nie tellerrandübergreifend geblickt, sondern man hat sich immer nur in seinem eigenen Pott oder Teller befunden und hat eben halt auch versucht, Erklärungen nur aus diesem eigenen Wissen zu formulieren. Punkt 1. Gut, da kann man drüber wegsehen erstmal, ist aber falsch. Man kann trotzdem erstmal drüber wegsehen, aber viel schlimmer ist, dass jede Zeit hat ihren Zeitgeist. Und diese Zeit und dieser Zeitgeist ist eben, ich sage es mal ganz allgemein, ob das jetzt religiös motiviert ist oder politisch motiviert ist, sei mal dahingestellt, ist eine Ideologie. Und diese Ideologie, die diesen Zeitgeist prägt, ist leider auch prägend für dann das Gesamtergebnis der Interpretation. Und beides zusammen führt leider zu katastrophalen Vorstellungen, die vorne und hinten nicht stimmen. Und das hat dann sehr schnell dazu geführt, dass ich festgestellt habe oder meine festgestellt zu haben, dass es notwendig ist, unsere Weltsicht ein wenig zu erweitern. Und zwar natürlich so, dass die Beobachtungen dabei nicht wegfallen, ignoriert werden oder übergangen werden oder die Messungen oder was auch immer, aber in einen in sich schlüssigen, stringenten, wie man sagt, Kontext gebracht werden. Und nur wenn es zusammenpasst und das auch über die Fachgebiete hinaus, über die Tellerränder hinaus und den Zeitgeist und Ideologien mal völlig außer Acht lassen, völlig egal. Das heißt auch religiöse Überzeugungen zwar beobachten, mit berücksichtigen, aber nicht entscheidend einfließen lassen. Nur dann kommt man zu einem vielleicht vernünftigen Bild, was die ganzen Sachen auch erklären kann. Unter anderem eben auch die Sachen, die viele Leute einfach ignorieren oder verdrängen, weil sie von anderen in dieser Welt als blöd oder als psychisch krank oder als sonst was psychopathologisch affektiert betrachtet werden.
Das ist aber nicht so. Und da sind wir dann auch wieder bei den Nahtoderfahrungen. Die sind ja auch viele Jahre einfach nur verlacht worden oder ignoriert worden. Inzwischen wendet man sich ihnen etwas mehr zu, aber nur deswegen, weil immer mehr Leute davon berichten. Auch da muss man natürlich mal wieder fragen, ist das immer korrekt so oder stecken da manchmal nicht auch andere Dinge hinter? Beides stimmt. Aber es ist eben so, dass viele Sachen, die man heute einfach als esoterisches Geschwafel betrachten würde oder wollte, durchaus Erklärung finden, wenn man sich auf die eigentlichen Dinge konzentriert. So, und dabei habe ich eben eine vielleicht wichtige Erkenntnis gewonnen, die mir auch eine gewisse Sicherheit bietet, immer wieder zu erklären, das könnte im Rahmen des Möglichen sein oder das widerspricht eher dem Rahmen des Möglichen. Und das ist einfache, elementare Mathematik. Elementare Mathematik, das heißt eigentlich die Grundlagen von allem. Diese elementare Mathematik ist nämlich nicht etwas, was der Mensch erfunden hat, sondern das ist, was ist und was schon immer war. Wenn heute Leute behaupten, Mathematik ist komplett etwas Erfundenes, dann kann das einfach deswegen nicht stimmen, weil Mathematik oder diese elementaren Grundlagen auch dann schon existierten, als es noch gar keine Menschen gab, die vielleicht darüber nachdenken konnten. Wenn vor 150 Millionen Jahren 3 Saurier an einem Teich standen und tranken, und da kommt ein weiterer Saurier dazu. Man kann die Zahlen ja umbenennen. Das ist ja jedem völlig frei gegeben. Aber dann waren es 4 und dann waren es nicht 3,5 oder sonst irgendetwas. Und das ist nichts Menschenerfundenes. Und ein Kreis ist ein Kreis und er ist nicht menschenerfunden. Oder ein rechtwinkliges Dreieck ist ein rechtwinkliges Dreieck und das ist nicht vom Menschen erfunden, sondern das ist etwas, was immer schon existiert hat. Und wenn ein Kreis ist, und dieser Kreis ist für uns etwas Endliches, wir sehen diesen Kreis als ein geschlossenes, endliches Etwas, dann haben sich die Griechen schon wahnsinnig irritiert gefühlt und demütig davor gestanden, weil sie erkannt haben, dass für uns dieser Kreis zwar endlich ist, aber wenn sie anfingen, mit menschlichen Methoden diesen Kreis in irgendeiner Form darzustellen, in Anführungsstrichen zu berechnen, dass sie dann auf einmal nichts Endliches mehr hatten, sondern etwas Unendliches hineinkam, nämlich eine Zahl, die wir die Zahl Pi nennen und die unendlich ist, das heißt irrational, sie ist auch nicht periodisch, sondern sie ist einfach unendlich. Und wenn wir da weiterdenken, dann kommt noch etwas dazu, und das ist ganz, ganz wesentlich. Und da sind wir wieder bei dem Unterschied zwischen der Diskontinuität in der Physik und der Kontinuität des Geistigen. Sehen Sie, eine Zahl Pi, die wir Zahl Pi nennen, 3,1414559, das ist keine Zahl. Wir nennen sie Zahl, aber es ist keine. Warum nicht? Weil sie ist ja unendlich, sie ist ja irrational. Das heißt, es ist eine Entwicklung. Und diese Entwicklung ist einmal losgetreten, indem wir sie jetzt darstellen, aber sie ist niemals am Ende. Das heißt, sie geht immer weiter. Es ist ein Prozess. Und damit sehen wir schon in den Ursprüngen, in den Anfängen von allem, sehen wir eigentlich schon das, was ich eben sagte, den grundsätzlichen Unterschied zwischen der Diskontinuität und der Evolution des Diskontinuierlichen oder der Physik und der Kontinuität, die eben kein Ende hat und wie Sie ganz anfangs sagten, unendlich weitergeht. Einmal losgetreten geht es weiter. Und damit sind wir eben wieder bei der Evolution des Kontinuierlichen, denn diese Zahl bleibt ja kontinuierlich, sie geht immer weiter und da gibt es kein Ende und da gibt es keine Unterbrechung und nichts. Und das trifft auf das zu, was wir dann das Geistige nennen, von mir aus auch das Seelische, da habe ich eine eigene klare Ansicht zu, was das ist und damit auch das Leben. Denn das Leben ist kontinuierlich und es geht immer weiter. Einmal losgetreten geht es immer weiter. Und damit sind wir bei uns. Wir, einmal entstanden als lebendes Wesen, sind losgetreten im Sinne der Zahl Pi, sage ich mal, um die Metapher da reinzubringen. Und es geht immer weiter.
Einmal losgetreten endet es nicht. Was passiert, wie es weitergeht für uns, was wir alles vielleicht noch durchmachen müssen, steht auf einem anderen Blatt. Da kann man drüber philosophieren und spekulieren, schön und gut. Aber grundsätzlich gilt, einmal losgetreten, geht es immer weiter, während das Endliche ein Ende hat. Die Information, die da drin steckt, die ist natürlich auch ewig erhalten. Also nehmen wir mal an, das Universum zerfällt in alle Atome. Irgendwann einmal, zu irgendeiner Zeit. Wir haben nur noch einen Schwall von Atomen da rumfliegen, was früher alles mal Sonnenhimmelskörper oder sonst was war. Ist die Information, die in jedem Teilchen steckt, natürlich erhalten. Auch weiterhin. Aber die Komplexität dieser materiellen Bestandteile existiert ja nicht mehr. Während das, was mit Hilfe dieser materiellen Bestandteile als Vehikel, wie ich es nenne, mal entwickelt worden ist, entstanden und entwickelt worden ist, nämlich lebende Wesen, wie wir es auch sind, die bleiben in ihrer Komplexität erhalten und nehmen in ihrer Komplexität immer weiter zu. Und sie werden eben nicht enden und die Komplexität kann nicht zerfallen, weil sie eine kontinuierliche ist. Das ist so ähnlich, vergleichbar wieder rein metaphorisch, wie der Unterschied zwischen Sand und Wasser. Sie können einen Sandberg haben, da können Sie dann wühlen und Sie haben viele, viele, viele Tausend oder Millionen oder von mir aus Milliarden, ist völlig wurscht, einzelne Sandkörner. Aber das Wasser ist ein kontinuierliches Etwas und Sie können die Tropfen nicht einfach da herausholen, sondern die Tropfen sind eine Kontinuität. Natürlich ist hier die Physik vermischt, aber es dient ja auch nur der metaphorischen Darstellung. Und von daher ist das vergleichbar. Wir alle sind Lebewesen. Und diese Lebewesen haben ein Vehikel und dieses Vehikel ist unser Körper. Wir nehmen diesen sinnlich wahr. Tatsächlich, physikalisch betrachtet, ist er nicht einmal Materie, sondern nur ein Komplex aus Informationen, die über bestimmte Beziehungen und Wirkungen diesen Körper darstellt. Und wir mit den ähnlich aufgebauten Messmethoden oder Augen oder was auch immer diesen Körper so sehen. Das ist aber auch alles. Aber das Eigentliche ist das, was mit Hilfe dieser Vehikel eben lanciert und evolviert wird. Und das ist unser Geist, unsere Persönlichkeit. Das ist unsere informationelle Komplexität. Und die, nochmals gesagt, einmal losgetreten, also einmal zum Leben erweckt, kann nicht kaputt gehen. Sie geht weiter, sie kann sich nur verändern. Wir kennen in der Biologie die Form den Prozess der Metamorphose, der Entwicklung eines neuen Lebewesens aus einem anderen, und zwar so, und das ist das Fantastische, dass eigentlich von dem ursprünglichen nichts mehr übrig bleibt. Das beste Beispiel, was jeder kennt, ist die Entwicklung der Raupe zum Schmetterling. Die Raupe verpuppt sich irgendwann und es ist nur noch ein Gewühle von Material. Wir wissen nicht genau, wie das funktioniert. Wir wissen vor allen Dingen nicht, was das organisiert, dass es so funktioniert. Das ist das wiederum das Entscheidende. Und irgendwann entsteht aus diesem, ich sage mal, diesem Brei, entsteht auf einmal ein Schmetterling. Aus diesem verpuppten Raupenbrei entsteht ein Schmetterling, ein völlig anderes Lebewesen. Und diese Raupe, die, auch das ist natürlich nur metaphorisch betrachtet, es ist, wenn man es versucht physikalisch hundertprozentig darzustellen, kann es natürlich nicht so stimmen, aber metaphorisch stimmt es. Die Raupe lebt in ihrer Zweidimensionalität. Die kann nach vorne und zur Seite wandern, also sie kann in der Fläche laufen, auch wenn sie über einen Stein läuft, Stein krabbelt sie in der Fläche, sage ich mal. Aber der Schmetterling hat sich von dem in eine andere Dimensionalität abgehoben, fliegt nämlich durch die Gegend und die Raupe kann diesen Schmetterling quasi in dieser Metapher zumindest jetzt überhaupt nicht mehr wahrnehmen, mal unabhängig davon, dass sie geistig dazu nicht in der Lage ist. Aber sie kann ihn auch gar nicht sinnlich wahrnehmen. Und der Schmetterling hat mit der Raupe nichts mehr im Hut. Verstehen Sie? So ähnlich müssen wir uns das auch vorstellen. Deswegen sind alle Philosophien darüber, willst du verbrannt oder begraben werden und wie, ob das Graben Südhang hat oder auf dem Berg liegt oder ob die Sonne drauf scheint, völlig Kokolores, völliger Unsinn. Es interessiert nicht, weil keiner von uns begraben oder verbrannt wird, sondern nur das, was er zurücklässt, so wie das Auto, was in die Presse kommt. Aber Sie haben ein neues.
Und dieses Neue hat eine andere Qualität. Der Esoteriker sagt feinstofflich, der Nahtoderfahrene nennt das zwar vielleicht nicht feinstofflich, wenn er nicht esoterisch angehaucht war, aber er erkennt, dass er was anderes hat und betrachtet ja das Alte, was er hatte, in das er dann, weil er ja Nahtoderfahrener ist, ja auch wieder zurück reanimiert wird wahrscheinlich, erkennt das als ein Wrack, was er gar nicht haben möchte, obwohl er es wieder kriegt. Ja? Sehen Sie, und diese Metamorphose, die wir nicht als Metamorphose erkennen, ist das, was der Tod uns bringt. Es ist nichts anderes als eine Metamorphose des Menschen, der darüber aber in der Lage ist zu reflektieren, als erstes Lebewesen auf dieser Erde, offensichtlich, abstrakt zu reflektieren, eine Metamorphose in etwas Neues, in etwas anderes. Aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger weiterer Unterschied im Gegensatz zu vielen anderen Überlegungen, die manche Leute haben, keineswegs, indem er aufgeht in irgendeine kollektive Suppe, in einen Kollektivismus. Nein, ganz im Gegenteil. Er bleibt komplett individuell erhalten. Das heißt, seine Persönlichkeit überlebt als Persönlichkeit. Auch das finden wir bereits in der Evolution. Schon sehr früh ist es eben nicht so, dass Schwarmintelligenz das Maß der Dinge ist, also kollektives Handeln, kollektives Arbeiten oder was auch immer. Nein, schon sehr früh wechselt die Evolution das Pferd von weg vom Kollektivismus, sagen wir mal der Ameisen, der Termiten oder der Fische oder weiß ich was, zur individuellen Entwicklung. Kleinkrebse zum Beispiel sind bereits in der Lage, für sich eine Schnecke zu finden, in die sie hineingehen, in die sie hineinpassen. Und wenn diese Schnecke zu groß ist, dann gehen sie wieder raus und überlassen die einem anderen kleinen Krebs, der da reinpasst. Und der hat vielleicht eine kleinere Schnecke zur Verfügung, die er diesem kleineren Krebs überlässt. Das heißt, hier findet schon eine individuelle Anpassung statt. Nun kann man mal sagen, ja mein Gott, nochmal, das sind trotzdem Programme, die da ablaufen. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Nehmen wir einen Fischreiher. In der Evolution ja ein paar Stufen höher. Ein Vogel also. Ein Fischreiher kann hingehen und kann zugucken, wie Kinder an einem Teich mit Brotkrümeln die Fische füttern. Und dieser Fischreiher lernt. Er lernt, dass durch das Hineinwerfen von Brotkrümeln Fische angelockt werden. Und er geht hin, und das ist alles schon nachgewiesen und experimentell wiederholt worden und auch aufgezeichnet worden. Er geht hin und klaut von den Kindern Brotstückchen, geht woanders hin an den Teich. Er geht woanders hin an den Teich, wo die Kinder ihn vielleicht nicht beobachten, schmeißt diese Stücke ins Wasser, aber nicht, um damit die Fische zum Fressen zu locken, sondern um die Fische zu ergreifen. Das heißt, dieser Fischreiher hat dann individuell einen Lernprozess für sich absolviert, in diesem Leben als Individuum besser zurechtzukommen. Die anderen Fischreiher derselben Art haben diesen Prozess nicht durchgemacht. Es ist keine kollektive Entwicklung. Es ist eine individuelle Entwicklung, die da stattfindet. Raben sind hochintelligente Tiere. Raben können diverse Dinge, wo wir nur mit den Ohren schlackern, weil sie trotz ihres kleinen Hirns, da will ich auch nur mal bei der Gelegenheit immer darauf hinweisen, die Gehirngröße, die Komplexitäten, auch die Verschaltung sind wichtig, aber sie sind trotzdem sekundär. Diese Raben können mit ihrem kleinen Gehirn intelligente Leistungen erbringen, die Kinder erst im Alter von ein paar Monaten erlernen können. Raben zum Beispiel haben gelernt, an verschiedenen Stellen Nüsse dadurch zu knacken, dass sie auf die Straße werfen und die Autos fahren drüber und die Nüsse werden geknackt, aber die Raben gehen nicht einfach drauf und holen sich die Nüsse, sondern sie warten an der Ampel, bis von Rot die Ampel auf Grün schlägt. Dann laufen sie auf die Straße und holen sich die Nüsse. Mal als Beispiel. Oder Raben auf der Weide, die Kühe vor sich haben, vor allen Dingen junge Kühe,
warten ganz getrost oder gehen auf diese jungen Kühe, also auf die Kälber zu und picken die Kälber. Warum? Weil durch das Picken die Kälber dann einen Drang verspüren, endlich ihren Kot rauszulassen, auf die Wiese zu kacken, um es mal so zu sagen. Und das ist für die Raben ein Genuss. Also picken sie die Kühe, die Kälber so lange, bis sie diesen Genuss endlich kriegen. Das sind alles so Dinge. Raben können, können andere Lebewesen noch lange nicht so schnell. Raben können aus einem Draht oder aus einem Stück Blech, können sie in ganz kurzer Zeit, ohne viel Übung, können sie sich Werkzeuge erschaffen, um damit zum Beispiel Futter herauszuholen aus einem Reagenzglas oder aus einem sonstigen Gefäß, wo sie nicht mehr mit ihrem Schnabel drankommen. Das können sie aber mit Hilfe von solchen Techniken ganz schnell, weil sie eine Intelligenz haben, die individuell ist. Sie ist natürlich in der Art schon entwickelt, aber der Rabe schafft für sich eine individuelle Realität. Das gilt für Affen, Schimpansen vor allem natürlich ganz genauso, noch in erweiterter Form. Brauchen wir im Detail nicht einzugehen. Und kommen wir jetzt zum Menschen. Und dann sind wir bei der kulturellen Entwicklung. Und da kommen wir zu etwas Verheerendem, nämlich dass in den letzten 100, 200, 150 bis 200 Jahren der Mensch der Meinung ist, spätestens seit Karl Marx im 19. Jahrhundert, der Meinung ist, das Kollektiv ist das Entscheidende für die Entwicklung, ich sag mal, der Kultur oder der Menschheit. Absoluter Schwachsinn. Und hat leider dazu geführt, dass im letzten Jahrhundert und jetzt gerade wieder offensichtlich in großer Entwicklung Menschen in großen Mengen menschenverachtend leben oder darben müssen, wenn nicht sogar letztlich vorzeitig sterben oder gestorben sind. Leider in großer Vielzahl. Der Mensch kann nur dann eine kulturelle Entwicklung haben, und das ist in der Bibel schon an verschiedenen Stellen zu finden, aber ist ein anderes Thema jetzt, wenn er individuell vorankommt und dann die Individuen lernen, dass diese Welt anders tickt, als dem Kollektiv aufgezwungen wird oder das Kollektiv glaubt, denken zu müssen. Und dann lernt nämlich das Individuum auch, dass es notwendig ist, den anderen mitzunehmen und ihm diese, ich sage jetzt mal, erweiterte und verbesserte Sicht der Dinge zu übergeben, zu übertragen oder anzubieten zumindest. Und wenn der andere dann mitkommt und sich mitnehmen lässt, dann haben wir schon zwei. Und so geht das weiter. Und wenn dann eine kritische Grenze überschritten ist, dann kommt es auch zu einer kollektiven kulturellen Entwicklung. Anders ausgedrückt, Kultur entwickelt sich nur dort, wo das Individuum gestärkt wird und das Individuum sich so entwickeln kann, dass es eine geistige Entwicklung nimmt. Es geht nicht um eine materielle Entwicklung, sondern um eine geistige Entwicklung. Und diese geistige Entwicklung dann auch zwingend, das ist nämlich der Kern dieser geistigen Entwicklung, dazu führt, andere Menschen mitzunehmen, um damit die Kultur zu steigern. Das finden wir in der Bibel immer wieder. Wenn im Alten Testament beispielsweise der Mensch, ich sage es mal ganz allgemein, sich überschätzt, sich persönlich überschätzt oder Dinge anmaßt für sich, die man in der Bibel dann fälschlicherweise einem Gott unterstellt als Bestrafung, Böswilligkeit oder sonst was, völliger Unsinn. Das ist der Mensch, der meint, Gott gleich in Anführungsstrichen zu handeln, aber falsch handelt oder schlecht handelt und dadurch die Menschheit wieder zurückversetzt durch sein Handeln in eine, ich sag's mal, vorzivilisatorische Zeit. Oder, das ist die Alternative, es zu tatsächlichen Katastrophen kommt, auch Naturkatastrophen wie in Anführungsstrichen Sintfluten oder wie zum Beispiel Erdbeben oder Vulkanausbrüchen. Dann sind wir bei Sodom und Gomorra und so weiter. Und der Mensch wieder zurückversetzt wird in eine vorzivilisatorische Zeit, weil ein Großteil zerstört worden ist. Es gibt verschiedenste Ursachen dafür. Dann muss der Mensch da wieder rausfinden und das tut er auch, das kann er auch, wenn er sich fortentwickelt, wenn er weitermacht. In der Bibel wird das dann mit Adama bezeichnet, leider oftmals falsch übersetzt.
wenn er zurückfällt in diese vorzivilisatorische Zeit. Und er muss weiterkommen, er kann weiterkommen. Dafür gibt es verschiedene Gleichnisse, die ihm das auch irgendwo klar machen sollen, weiterzukommen. Und erst wenn er das geschafft hat und dann den anderen mitnimmt, dann sind wir da, wo wir hin müssen. Und da gibt es auch klare, und da bleibe ich auch deswegen bei der Bibel, weil man ja in der christlichen Tradition aufgewachsen ist. Das ist aber deswegen kein Affront gegen andere religiöse Überzeugungen, sondern das ist nur die Unterstreichung dessen, was man am besten kennt aus der eigenen Tradition her. Und da gibt es ein paar Dinge, die sind einfach für uns das Unerlässliche, und das ist auch für alle Menschen letztlich etwas, wo wir sie hinbringen können, wenn wir weiterkommen wollen als Menschheit. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, alle, jeder Einzelne für sich, dass wenn es so ist, wie ich nicht nur behaupte, sondern glaube, belegen zu können, dass wir eine eigene Evolution durchmachen, die wir eine geistige Evolution nennen, mit Entwicklung unserer Persönlichkeit, ich sage mal, bis zum Zenit, im Moment unseres sogenannten Todes. Und diese geistige, entwickelte, komplexe, informationelle Persönlichkeit, die wir dann Seele nennen, diesen Tod übersteht. Logischerweise, weil der Tod sie gar nicht ergreifen kann. Übrigens in der Bibel steht es genau so, das Wort ist ja nichts anderes als Logos, und Logos ist unter anderem eben auch Information. Nicht nur das Wort oder der Verstand oder die Vernunft, sondern auch Information. Und das Licht war in der Welt und die Finsternis, und das Licht ist das Leben, nichts anderes, das Leben. Es ist nämlich die Kraft, die diese Information treibt. Und es steht weiter dann im Johannesevangelium, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Finsternis ist nicht die Dunkelheit, sondern Finsternis ist der Tod. Und der Tod hat das Leben, das Licht nicht ergriffen. Das heißt, das Leben kann nicht zerstört werden durch den sogenannten Tod. Steht schon da drin. Und zurück zu dem, wenn wir das unterstellen, dass unser Tod, und wie gesagt, ich glaube es auch belegen zu können, aus den verschiedensten breit aufgestellten Gründen, dass dieser Tod nicht unser Ende ist, sondern nur eine momentane Zäsur für den Hinterbliebenen, natürlich ein Ende, aber nicht für uns. Und diese Zäsur ist auch gar nicht groß wahrnehmbar, weil unsere Persönlichkeit nach wie vor existiert. Sie wird vielleicht für den einen oder anderen mit großer Irritation einhergehen, weil er sich nicht vorstellt, was da auf einmal passiert ist. Aber diejenigen, die vielleicht sich ein bisschen geistig schon darauf vorbereiten, die wird ja irgendwann ergreifen, und das ist auch nichts Schlimmes, dann wird man das als völlig normal auch sehen. Dann wird man auf einmal feststellen, dass man einen großen Aspekt in diesem Leben bereits hatte, und der wird einen weiter verfolgen. Und dieser große Aspekt ist der Aspekt der Eigenverantwortung. Wir alle, jeder Einzelne für sich, und damit sind wir auch wieder bei der kulturellen Entwicklung, die auf die Entwicklung eines Einzelnen zurückgeht, um kulturell wirksam zu werden. Jeder von uns, jeder Einzelne von uns hat ein Höchstmaß an Eigenverantwortung. Und diese Eigenverantwortung, die beginnt schon hier, wo wir anfangen zu leben. Wir nehmen das vielleicht noch nicht wahr, wir glauben das vielleicht noch nicht, aber es wird spätestens im Moment des Todes für uns eine absolute Realität werden. Und wenn wir in der Lage sind, und viele Menschen könnten das ja durch ihr abstraktes Denken bereits heute im Hier und Jetzt, also vor diesem Tod, das zu akzeptieren oder vielleicht sogar zu erkennen im positiven Sinne von tatsächlich als wahr, wirkliche Zukunft aufzunehmen. Wenn wir erkennen, dass diese Eigenverantwortung ein Kern unserer Existenz ist, dann fangen wir auch hier schon an, anders zu leben. Das tun Nahtoderfahrene. Das ist nämlich ein wesentliches Kennzeichen der Nahtoderfahrung, dass die Menschen, die eine Nahtoderfahrung durchgemacht haben, zwei Dinge am Ende haben. Einmal, sie verlieren die Angst vor dem Tod, weil sie wissen, der ist nicht ihr Tod. Und der zweite Punkt ist, sie verändern oftmals sehr stark sogar ihr Leben. Sie richten ihr Leben anders aus, und zwar im positiven Sinne. Ich will das mal ganz weit offen lassen. Aber da steckt genau der Punkt drin. Sie erkennen ihre Eigenverantwortung. Manche gehen in Hospiz arbeiten, manche machen andere soziale Dinge, die sie vorher, für sie vorher nie irgendwie einen Sinn hatten.
andere Menschen merken, dass die materielle Entwicklung oder die materielle Verbesserung ihrer Lebensumstände nicht das einzige Wahre sein kann, sondern vielleicht begleitend notwendig ist, aber mehr auch nicht, dass es andere Dinge gibt, die es zu beherzigen gäbe. Manche erkennen, dass vielleicht die alte Partnerschaft nicht so gut war und suchen eine neue, oder manche intensivieren ihre alte Partnerschaft, weil sie merken, es wäre schlecht, da was anderes zu tun. Oder sie erkennen vielleicht, dass sie selber Fehler gemacht haben, große Fehler. Anders ausgedrückt oder wieder zurück auf den Kern gekommen, Eigenverantwortung ist das, was diese Menschen erfahren und erkennen, in dem Moment, wo sie nicht mehr hier sind. Und wir können das auch hier schon. Und dann gibt es 2 goldene ethische Regeln. Nur 2. Nur diese 2 sind zu berücksichtigen, mehr nicht. Alles andere ist Moral. Moral ist menschengemacht und völlig irrelevant. Aber die ethischen goldenen Regeln, diese 2, die sind zu beherzigen für jeden. Und wenn er es hier schon täte, dann wäre die Welt eine andere, die Menschheit eine andere, und sie hätte die Chance zu überleben, was ich im Moment eher etwas gefährdet sehe, um es mal wieder so zu sagen. Seit wenigen Jahren besonders stark. Diese 2 goldenen ethischen Regeln lauten: Die erste kennen Sie aus der Bibel: Liebe deinen Nächsten wie und dich selbst. Anders ausgedrückt: Der andere ist auch einer, der ehrenswert ist. Und egal wie und was, geh nicht einfach über ihn weg. Liebe ihn so wie dich selbst, liebe dich aber auch selbst. Das ist damit drin. Das heißt, vernachlässige dich nicht, auch nicht im geistigen Sinne. Und die zweite Regel, die ist bekannt als der kategorische Imperativ seit Immanuel Kant, 1870er Jahre. Entschuldigung, 1780er Jahre natürlich. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Und wenn Sie diese beiden goldenen ethischen Regeln für sich erkennen und danach leben, dann kann Ihnen nichts passieren und dem anderen auch nicht. Und das ist das, was Sie dem anderen nämlich übertragen müssen. Und damit können Sie den anderen mitnehmen. Das ist Ihr wichtiger Beitrag, jedes Einzelnen wichtiger Beitrag zur kulturellen Entwicklung. Das sind die entscheidenden Punkte. Und das ist ganz wesentlich, denn wenn wir hier gehen ist eigentlich schon falsch. Das heißt, wenn man uns hier nicht mehr wahrnimmt, dann werden wir diese Sachen, spätestens dann werden wir diese Sachen erkennen, und dann wird das, wie ich schon sagte, weil wir ja Eigenverantwortung haben, auch uns zur Last werden, wenn wir Negatives getan haben. Das Positive übrigens wird auch positiv für uns sein, aber das Negative wird uns zur Last werden. Und zur Last werden bedeutet, wir müssen jeden einzelnen Mist, den wir gemacht haben, der außerhalb dieser Regeln steht, bereuen. Und zwar von tiefstem Herzen. Und wenn Sie selber für sich diese Sachen schon mal erkannt haben, was da ist, und Sie reflektieren Ihr eigenes Leben mal durch, und jeder Mensch hat viel Mist gebaut, ich ganz genauso, dann wird man auch sehr unter dem, was man da zu bereuen hat, manchmal leiden. Immer wieder kommen diese Themen hoch. Und es wird einem nicht einfach sein, das alles zu akzeptieren, aber es ist so. Also bereuen ist das Erste, aus tiefstem Herzen. Das Zweite ist, Sie werden sich im Einzelfall, wohlgemerkt im Einzelfall, für diesen Mist, den Sie gemacht haben, entschuldigen müssen. Das können Sie natürlich auch noch vor sich selbst. Aber der dritte Punkt, der geht nur mit Hilfe dessen, den Sie geschädigt haben. Sie müssen nämlich den oder die Sie geschädigt haben, im Einzelfall um Vergebung bitten. Und das steht schon wieder in der Bibel. Und das wird von den Menschen meistens völlig missverstanden, weil es einfach nicht erkannt wird. In der Bibel heißt es: Wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm die linke hin. Die Menschen sagen, was für ein Unsinn. Nein, das ist kein Unsinn. Das ist der Kern von allem. Es bedeutet nämlich, Sie müssen um Vergebung bitten, und der geschädigt worden ist, muss die Vergebung mal gewähren. Nur wenn das passiert, im gegenseitigen Einvernehmen, will ich mal sagen, nur dann werden sich beide weiterentwickeln, nämlich geistig oder wie wir sagen, abstrakt, oder wie ich sage, abstrakt, informationell. Und darauf wird es ankommen.
Unsere nächste Ebene, unsere nächste Dimensionalität ist nämlich eine emotionale Aufarbeitungsebene. Wie lange das dauert, hängt von jedem Einzelnen ab. Was heißt das? Früher war es so, wie heute auch. Aber bei den alten Juden, wie heute auch, sind die meisten Menschen rechtshändrig. Und wenn sie einen Menschen früher äußerst demütigen wollten, dann schlugen sie ihm mit dem rechten Handrücken voll auf die rechte Wange. Wenn sie dann erkannt haben und bereut haben und sich entschuldigen wollen und um Vergebung bitten wollen, weil sie nämlich fehlgehandelt haben, Falsches getan haben, dann mussten sie den Betreffenden mit der rechten Hohlhand auf der linken Wange berühren, tätscheln. Und dazu musste der Betreffende die linke Wange hinhalten. Und genau das ist der springende Punkt. Erst wenn das passiert, wenn diese beiden Personen, Persönlichkeiten zusammenkommen und die in einer anderen Dimensionalität, die wir uns ja nicht in unserer materiellen, extrem getrennten Weise vorstellen dürfen, wie wir hier leben. Ich sage mal, der eine in Südamerika und der andere hier beispielsweise, weil wir ja in einem materiellen, eben diskontinuierlichen Körper leben, in einer völlig anderen Situation. Das dürfen wir nicht vergleichen. Wir dürfen also das nicht extrapolieren, wie wir hier existieren zurzeit. Wir werden, und das wird kein Problem sein, grundsätzlich kein Problem sein, es wird aber eine Frage der Zeit sein, wir werden für jeden Scheiß, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, den wir hier gelassen haben und der böses Blut geschaffen hat, vielleicht nicht nur bei einer betreffenden Person, sondern vielleicht bei vielen und den Hinterbliebenen vielleicht oder den Angehörigen noch dazu, müssen wir um Vergebung bitten. Und das ist das Entscheidende. Wissen Sie, wenn, mal abgesehen jetzt von der Vergangenheit, der Historie, wenn ich nur die letzten Jahre überblicke und sehe, was alles auf dieser Erde passiert, an völligem Unsinn und was möglicherweise oder in meinen Augen sogar relativ sicher an, ich sag's mal so bewusst, Agenden hinter all diesem Mist, der da verzapft wird und verbreitet wird, steht und steckt und weiter transportiert werden soll in dieser Erde zum Leidwesen vieler, vieler Menschen. Egal, ob das auf der einen Seite religiös motiviert ist, davon gibt es genügend, aber das ist ja schon historisch verbirgt, aber heute leider auch politisch und von einigen vielleicht auch aufgrund ihrer finanziellen Macht, die sie besitzen, motiviert ist oder initiiert wird. Alle diese Menschen sind Persönlichkeiten, die sich entwickeln und irgendwann mal von hier gehen, auch wenn sie es vielleicht nicht glauben. Naja, sie glauben schon, sie wissen, dass sie hier gehen, aber sie meinen, es ist dann ihr Ende. Und es gibt heute eine völlig abstruse Vorstellung, dass sie glauben, diese informationelle Persönlichkeit, die nicht mit ihrem Hirn identisch ist, um das mal klar zu sagen, sondern die das Gehirn nur benutzt, aber nicht mit ihm identisch ist, dass man diese Persönlichkeit auf irgendwelche, ich sag mal, Träger, Festplatten, KI-Systeme laden könnte und damit vielleicht als Avatare wieder über eine bestimmte Zeit weiterleben könnte, bis der nächste besser entwickelte, technisch entwickelte Avatar zur Verfügung steht, auf den diese Persönlichkeit wieder übertragen werden kann. Das ist dümmster Unfug, unfähig, geistig unfähiger Persönlichkeiten, die hier existieren. Leider verbreitet existieren und die tatsächlich dieser Meinung sind, damit könnten sie in Anführungsstrichen ewiges Leben für sich schaffen und dies sogar und damit sogar andere in ihren Bann ziehen. Absolut unfähiger Unsinn. So, diese Menschen werden auch natürlich von hier gehen. Das wissen sie auch. Aber sie werden selbstverständlich ihre Persönlichkeit haben und die wird nicht auf irgendeinem Trägermaterial, technischem Trägermaterial hier zur Verfügung stehen, sondern ihre Persönlichkeit ist von einer anderen Qualität. Und diese Persönlichkeit wird sie auf einmal dann, ich sag mal, sie wird sich selbst betrachten und wird sagen, was habe ich ein Leben lang für einen Scheiß gemacht und das vielleicht mit menschenverachtenden Folgen. Und diese Folgen müssen sie ausbaden. Jeder Einzelne für sich. Man kann ihnen helfen. Aber das geht nur, indem die Menschheit eben
in möglichst großer Breite erkennt, dass die Welt anders tickt, als sie glauben, dass sie tickt. Und das ist der Grund, weshalb wir auch hier uns unterhalten. Es geht nur, indem der Mensch freiwillig sich mitnehmen lässt von vielleicht Menschen, die hier, ohne dass sie diesen Zenit schon erreicht haben, trotzdem diese Sachen oder diese Sachlage grundsätzlich erkennen. Das heißt nicht, dass ich weiß, wo alles weitergeht und wie alles weitergeht, um Himmels Willen. Aber das Wie, das grundsätzliche Wie, ich sage mal, der rote Faden, den mir elementare Mathematik übrigens bietet, der ist gegeben. Und der wird sich auch sicherlich nicht ändern, denn diese Mathematik, die gab es schon, bevor wir überhaupt waren und bevor wir denken konnten. Da sind wir wieder beim Anfang. So, und wenn diese Menschen diese Erkenntnis haben, dann wird ihnen das sehr viel ersparen, mal zu einer Zeit, wovon sie heute glauben, das ist alles Quatsch, was ich hier erzähle. Das tun viele, gar keine Frage. Aber es ist kein Quatsch. Und diese Menschen tun sich ein Gutes, wenn sie diese Erkenntnis, die wir aus den verschiedensten Gebieten, unter anderem auch von den Nahtoderfahrenen, zumindest von vielen, ja letztlich immer wieder berichtet bekommen. Ich kann da mitsingen, dass diese Erkenntnis um sich greift und diese Erkenntnis dazu führt, andere Menschen auch entsprechend zu entwickeln. Dann haben wir eine kulturelle Entwicklung, die Menschen fördernd ist oder menschheitsfördernd ist und nicht, wie es im Moment zur Zeit offensichtlich zu sein scheint, menschenverachtend und eventuell für viele tödlich. Und das ist die Chance, die wir haben. Als ich anfing, Bücher zu schreiben vor 25 Jahren, hatte ich nie geglaubt, dass die Situation genau so so eskalieren würde oder sich so zuspitzen könnte, wie ich heute glaube, dass sie sich zuspitzt und dabei ist zu eskalieren. Das hatte ich damals nicht geglaubt und habe gedacht, gut, wenn andere Menschen mit diesen Büchern und den Inhalten dieser Bücher erreicht werden, ist das schön. Heute glaube ich aber, dass es nicht nur schön wäre, sondern dass es sogar nötig ist. Das ist der Unterschied. Ja, und da können wir alle nur aufrufen. Und dafür sind ja solche Online-Kongresse so wundervoll. Und ich bin so froh, dass es mittlerweile so viele davon gibt, weil es einfach, das hatten wir schon so ein bisschen im Vorgespräch. Es geht ja nicht nur darum, sich zu informieren, sondern wo kommen diese Informationen her? Davon gibt es ja jede Menge. Und es geht auch wirklich um die Eigenverantwortung, was sie die ganze Zeit angeregt haben, in die Eigenverantwortung gehen. Wofür bin ich verantwortlich? Wie lebe ich? Wie möchte ich leben? Was tue ich für mich und auch für die anderen? Und da kann man im Endeffekt nur jeden aufrufen, einfach mal hinzuschauen, wie lebe ich? Also wie möchte ich leben und wie lebe ich? Und was tue ich für diese Welt und für alle anderen? Und danke, da war gerade so viel an Botschaft drin und es sind natürlich für mich wieder neue Fragen aufgetaucht, aber die würde ich sagen, die klären wir gerne noch ein anderes Mal. Ähm, was können Sie denn jetzt noch jemandem mitgeben, der jemanden verloren hat? Für mich ist das so, die sind immer noch genauso hier, nur jenseits von Materie, genauso wie Sie das gesagt haben. Wir haben ja immer das Problem, dass wir nur mal das glauben, was wir sehen, aber es gibt ja ganz viele ähm, Dinge, die passieren oder Lieder, die plötzlich gespielt werden oder. Es gibt da so viele Zeichen, aber können Sie den Menschen, die so einen Verlust vielleicht noch nicht so ganz verarbeitet haben, können Sie denen noch was mitgeben? Naja, zunächst einmal, man muss diesen Menschen diese Zeit auch geben und gönnen, diesen Verlust, den sie haben, der für sie ja ein großer Verlust ist, auch zu bearbeiten, mit ihm zu leben und diesen Verlust zu verarbeiten. Das heißt, Trauer oder am besten Traurigkeit empfinden zu dürfen. Das gehört dazu. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch der ganzen Sache und auch ihres Lebens, dass sie diese Traurigkeit durchleben. Völlig richtig. Aber, und das ist das Entscheidende,
Sie müssen bei aller Traurigkeit, die ja auch für Sie wichtig und richtig ist, denn Sie haben diese Person ja für eine gewisse Zeit erstmal aus den Sinnen, dass Sie sich aber immer wieder bei aller Traurigkeit auch bewusst machen, dass Sie ihn zwar aus Ihren Sinnen haben, und das ist nicht zu ändern erstmal, aber diese Person deswegen nicht weg ist. Diese Person ist nach wie vor da und diese Person ist sogar mehr da oder höher da, in Anführungsstrichen, als sie es vorher war. Denn sie hat jetzt einen anderen Erkenntnis- und Ereignishorizont, einen, den Sie noch lange nicht haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ihn auch noch lange nicht haben. Aber verstehen Sie, das ist wieder aus unserer Sicht so gesagt. Tatsächlich ist es so, diese Person ist in ihrer Persönlichkeit nach wie vor vorhanden. Diese Persönlichkeit, diese Person als Persönlichkeit geht einen anderen Weg jetzt. Sie entwickelt sich weiter. Sie ist nicht von Ihnen fern. Sie können diese Person nur nicht sinnlich wahrnehmen, wie Sie es auch richtig geschildert haben. Also Ihre Sinne sind in der Regel nicht dazu da. Das ist notwendig auch so, denn Sie wollen ja hier ihren Weg durch dieses Leben gehen und dazu müssen diese Sinne natürlich auch das genau tun, was für diesen Weg notwendig ist. Also ihre Wahrnehmungsfähigkeit ist selbstverständlich eingeschränkt. Aber bedenken Sie bitte, dass selbst von den materiellen Wahrnehmungen, die wir hier um uns her haben, unsere Wahrnehmungsfähigkeit nur etwa 1% ausmacht. Das heißt, 99% dessen, was an materiellen, also für uns eigentlich sinnlich wahrnehmbaren Dingen um uns herum ist, wir überhaupt nicht wahrnehmen. Unsere Wahrnehmungsfähigkeit allein schon dafür ist ja dramatisch eingeschränkt. Das ist notwendig so. Es gibt aber, das kann man auch beweisen, also wenn ich zum Beispiel Vorträge über Nahtoderfahrungen gehalten habe oder ab und zu auch noch halte, dann bringe ich auch dann manchmal so Filme, wo der bekannteste Film ist ja der, wo sich ein weißes und ein schwarzes Team einen Ball zuwerfen und ich sage dann den Leuten im Auditorium, den Zuhörern, bitte zählen Sie die Anzahl der Würfe des weißen Teams. Der Film geht vielleicht 30 Sekunden und dann zählen die brav die Würfe des weißen Teams. Aber kaum einer nimmt wahr, dass sich während dieses Ballspiels ein Mensch in einem Gorilla-Kostüm durch diese Menge durchbewegt und mittendrin auch noch auf die Brust klopft und dann weiter bewegt. Das wird nicht wahrgenommen, jedenfalls von, ich sag mal, mindestens 4/5, also 80% nicht. Und wenn man dann nachher fragt, wie viele Würfe hat das weiße Team gemacht, dann kommen alle möglichen Zahlen raus und eine davon ist dann auch richtig. Aber auf die Frage, ist Ihnen denn sonst noch etwas aufgefallen, dann kommt meistens, nee, vereinzelt auch schon mal, ja, da war noch ein Affe, aber in der Regel nicht. Und dann kommt das Aha-Erlebnis, wenn ich diesen Film rückspule und nochmal zeige, weil Sie jetzt wissen, worauf es ankommt. Und dann stellen Sie natürlich fest, da war der Schimpanse, der durch das Feld lief. Sie sehen, allein für diese sogenannten materiellen Dinge ist unsere Wahrnehmungsfähigkeit beschränkt, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und wenn wir uns unterhalten, passiert ja auch in unserem Umfeld eine Menge. Also ich habe hier rechts zum Beispiel eine Terrasse und dahinter ist Park, wenn Sie so wollen, oder Bäume und alles. Davon nehme ich nichts wahr. Auch wenn da Vögel fliegen, die nehme ich nicht wahr. Oder wenn Sie mit dem Auto von mir aus von Aachen nach Köln fahren, da fahren Sie 70 Kilometer und wenn Sie dann angekommen sind und ich frage Sie, was ist denn zwischendurch, welche Autos haben Sie denn gesehen, haben Sie Nummernschilder erkannt, ist Ihnen irgendwie was Besonderes aufgefallen am Wegesrand bei Düren, sage ich mal, dann werden Sie mich angucken und sagen, was soll der Quatsch? Nein, Sie sind beschäftigt gewesen mit dem Fahren. Alles andere war außerhalb Ihres Ereignishorizontes, obwohl es da war. So, das ist also schon mal der eine Punkt. Und das führt auch dazu leider, dass manchmal so subtile, ich sag mal, Grenzereignisse, wie zum Beispiel eine Musik ändert sich oder es kommt eine Lieblingsmusik eines Betreffenden, der verstorben ist, der gegangen ist, auf. Zu einem Zeitpunkt völlig unerwartet ist mir bei meinem Vater, der 1996 schon gegangen ist, häufig passiert. Und zwar meistens dann, wenn es
ganz entscheidende Momente waren. Zum Beispiel seinem 80. Geburtstag. Ja, auf einmal, ich steige ins Auto ein und es kommt eine Musik, die schon viele Jahre gar nicht mehr in war und Ähnliches. Ich habe mir das dann auch immer bestätigen lassen vom Sender, dass das zu dem Zeitpunkt kam, nur damit es auch verifizierbar ist. Oder auch andere Sachen, viele andere Sachen. Das sind Sachen, die die meisten Menschen gar nicht wahrnehmen. Oder wenn, dann verdrängen sie es oder stoßen sie es ab. Erst wenn sie mit solchen Sachen näher beschäftigt sind, dann lernen sie auch diverse Dinge vielleicht wahrzunehmen und auch zu beachten. Meine Mutter hat zum Beispiel immer gesagt, früher, wenn irgendetwas nicht geklappt hat, wer weiß, wofür es gut war. Da ist man drüber weggegangen, hat gesagt, und ich habe in meinem Leben aber oftmals die Erfahrung, oder wiederholt, sagen wir mal, die Erfahrung gemacht, dass Dinge, die ich dann versucht habe, obwohl sie anders liefen, also gegen meinen Willen liefen, ich dann aber versuchte trotzdem durchzusetzen, dass dann schief ging. Und heute weiß ich vielleicht, wer weiß, wofür es gut war. Das heißt, heute weiß ich zu gucken, oh, mal abwarten, vielleicht ergibt sich dann doch was. Und ich habe solche Fälle äh, jetzt noch in jüngsten, vor einigen Tagen wieder gehabt, wo ich einer Gefahr aus dem Weg gegangen bin, muss ich sagen, aktiv aus dem Weg gegangen bin, weil ich etwas erfahren musste, was, was mich sehr aufgeregt hat und wo ich eigentlich gedacht habe, gegen ankämpfen zu müssen. Aber ich habe es dann doch nicht in der Vehemenz getan, wie ich es vielleicht früher getan hätte. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, ich bin dieser Gefahr aus dem Weg gegangen. Noch vor wenigen Tagen, vor einer Woche, sagen wir mal. Also es sind verschiedenste Dinge, die vielleicht dann eine Rolle spielen. Und wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt und andere wissen, dass man sich mit solchen Sachen beschäftigt, das ist mir gegangen, vor allem auch noch zu meiner aktiven Zeit. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen dann auf einen zukommen und einem dann Dinge erzählen, wo sie gleichzeitig sagen, das habe ich noch nie jemandem erzählt oder das würde ich keinem erzählen, weil man mich immer für Jeck halten würde. Ja? So hat mir mal, das ist schon lange her, ein hoher, ich sag's mal Jurist einer Behörde bei einer Gelegenheit erzählt, dass äh, dass er, als er noch ein Kind war, in der Badewanne saß und mit seinem Quietschentchen spielte. Ich mache das jetzt sinngemäß. Und auf einmal sah er sich im Wohnzimmer und hat seine Mutter angestoßen und hat seiner Mutter gesagt, komm, komm mal her, komm mal her. Und dann muss wohl seine Mutter gekommen sein und hat festgestellt, dass er kurz vorher eingetaucht war ins Wasser, untergegangen war und hat ihn quasi aus dem Wasser gerettet. Er erzählte das plötzlich, unerwartet, in einem Gespräch, was mit anderen Dingen zu tun hatte. Und in dem Moment, zu dem Zeitpunkt war er schon Mitte 40 und er zitterte am ganzen Körper und er war auf einmal schweißnass, als er das erzählte, weil er sich an diese Situation erinnerte. Viele, viele Jahre vorher, also Jahrzehnte vorher. Und er sagt, das habe ich noch nie jemandem erzählt, auch meiner Frau nicht. Ja, das sind so Sachen. Oder ein anderes Beispiel von einem Mann heute knapp über 80, der mal eine Operation am Sprunggelenk hatte und der zu Hause wieder war nach der Operation und im Bett lag und auf einmal äh, aus seinem Körper quasi herausgetreten war. Also er erzählt das jetzt so. Er lief auf einmal runter, es war ein sonniger Tag. Wir wohnten, glaube ich, da im ersten Obergeschoss oder sowas, oder im zweiten Obergeschoss, ist egal. Er lief auf einmal runter. Er lief zum Auto zu seiner Frau, die gerade eingestiegen war, um zur Arbeit zu fahren. Das Fenster hatte sie runtergedreht. Er lief, hat sie angetitscht am Ellbogen und hat gesagt, hör mal, guck mal eben nach mir. Von der Frau kommt die Story etwas anders. Von der Frau kommt die Story, ich saß im Auto und wollte zur Arbeit fahren. Das war ein schöner Tag, das Fenster war runter. Auf einmal hatte ich so ein komisches Gefühl im Bauch. Ich muss mal nach meinem Mann gucken.
Was ist passiert? Sie ist hoch, hat nach ihrem Mann geguckt, der lag tatsächlich im Bett, körperlich natürlich, und in dem Moment sicherlich auch wieder geistig. Er lag in seinem Bett und hatte eine schwere Thrombose, die zur Embolie geführt hat. Und sie hat den Notarzt gerufen und er ist dadurch gerettet worden. Ja, Sie sehen, das sind so Sachen, die sind manchmal ganz erstaunlich. Ich sage ein anderes Beispiel, das habe ich auch in einem Buch verfasst, deswegen erwähne ich es auch, sonst bin ich, was meine eigenen persönlichen Sachen angeht, sehr zurückhaltend. Aber trotzdem eine Story da, weil es so klassisch ist. Es war 2005. Da hatte ich zum Geburtstag von meiner Familie einen Flug mit dem Wellblech-Flugzeug Ju-52 geschenkt gekriegt gehabt, welches von Mönchengladbach aus startete und zu einem Rundflug dann über, weiß ich was, Ruhrgebiet und Düsseldorf und solche und die Gegend ging. So. Und als an diesem Tag, das war der 7. Mai 2005, wir dann dahin sollten, sind wir ganz Familie mit Auto da nach Mönchengladbach zum Flughafen gefahren und es war ein fürchterlicher Tag. Es hagelte, es war ein Sturm, es regnete wie bekloppt. Es war ganz schlimmes Unwetter. Wir kamen da an, die Maschine stand da und da passen 17 Leute, glaube ich, rein. Und ich war Nummer 17 ganz bewusst, weil es nur einen Platz gab, wo ich mit meiner Körperlänge von 1,97 sitzen konnte, nämlich hinten rechts. Und da saß ich, sonst hätte ich auch keine Chance gehabt. So, und jetzt ist etwas, was ich schon seit ewigen Zeiten tue, ohne dass ich mich daran festmachen will, was den Namen betrifft. Aber darum geht es gar nicht, sondern nur an die Existenz einer für uns unbegreiflichen, unerklärlichen und nicht näher zu beschreibenden höheren Macht, sage ich jetzt mal, die wir im Christentum Gott nennen. Die können es auch ganz anders nennen, völlig wurscht, sei alles dahingestellt. Aber so nenne ich das. So, und da habe ich nun mal die Eigenschaft, und das seit vielen Jahren und ganz vorsätzlich, und weil ich es per Erfahrung so gelernt habe, gut so zu tun. Das ist, ich habe eben mein tägliches Gespräch mit dieser höheren Existenz, die ich auch Gott nenne, gemacht und habe gesagt, also lieber Gott, genauso wie ich das jetzt Ihnen sage, wenn du der Meinung bist, und das war 2005, dass ich auf dieser Welt irgendetwas noch erreichen soll oder machen soll oder tun soll, dann musst du dir jetzt was überlegen. Denn bei dem, entschuldigen Sie wieder die Wortwahl, bei dem Scheißwetter kann das so nicht gut gehen. Wir sitzen in der Maschine, wir fahren mit dieser Maschine auf die Startbahn. Und das Ding legt zu, also der Hebel wird gezogen, um zu starten. Und was passiert? Die Motoren springen an auf volle Tour. Und in dem Moment gibt es einen lauten, fürchterlich lauten Knall. Diese Maschine hat 3 Motoren, 2 an den Tragflächen, einen zentral, das war der größte und der war kaputt. In diesem Moment. Und die Maschine fuhr von der Startbahn zurück. Wir stiegen alle wieder aus und alle waren traurig. Ich lächelte. Ja, und stieg aus dem Ding wieder aus. Und 6 Wochen später ungefähr bin ich mit der Maschine dann geflogen, bei herrlichem Wetter, ohne jedes Problem. Es lag also nicht irgendwie an Stress. Ich habe keine Flugangst oder sonst was. Aber hier war eben ein Moment erreicht, wo womöglich es so genau gepasst hat. Sie können das jetzt interpretieren, wie Sie wollen, Sie können sagen, ja, war zufällig jetzt mal der Motor im Eimer, mag alles sein. Ich sehe das etwas anders. Das ist auch mein gutes Recht, das zu tun. Ob das so ist, ist wieder eine andere Sache. Aber ich glaube, und da ich viele solche Erfahrungen gemacht habe, wirklich viele solche Erfahrungen inzwischen gemacht habe, sehe ich da nicht nur eine Koinzidenz, sondern auch kausale Zusammenhänge. Und das sind so Beispiele. Ja? So, und wenn wir zurück zu Ihrer Frage dann kommen, Sie können also diesen betreffenden Personen mit Fug und Recht sagen, pass mal auf, versuch die Welt einfach mal aus einem anderen Winkel zu betrachten, versuch dich mit diesen Sachen mal zu öffnen. Es gibt für viele, mich ganz besonders, ganz offensichtliche Gewissheit, wohlgemerkt Gewissheit,
dass unser Tod nicht unser Ende ist, dass es für jeden individuell mit voller Persönlichkeit weitergeht. Was dann auch immer wird, ist eine ganz andere Sache und wie es weitergeht. Aber unsere Persönlichkeit bleibt so erhalten und entwickelt sich auch weiter und muss noch einiges tun. Das kann ich Ihnen wohl mit Fug und Recht sagen. Und somit gilt das auch für die verstorbene Person. Und irgendwann werden Sie diese verstorbene Person, so Sie es denn beide wollen oder sogar müssen, aus zum Beispiel genannten Gründen, Reue, Entschuldigung und Vergebung, werden Sie diese Person auch wiedersehen. Und Sie werden dann auch weiteres zusammen machen können oder beschließen können oder wie auch immer. Das steht auf einem anderen Blatt. Auf einem anderen Blatt. Das ist auch eine Sache dann der Zukunft. Aber es ist weder das Ende dieser Person, noch wird es das Ende ihrer Verbindung sein. Und das auch über den Tod der überlebenden Person hinaus. Ja? Und damit, glaube ich, ist vielen schon sehr geholfen. Und wenn ich heute, wenn Menschen versterben und ich schreibe Kondolenzbriefe für die Angehörigen, an die Angehörigen, dann erwähne ich eigentlich auch immer, dass es, falls Sie es nicht ohnehin wissen, aber ich erwähne es trotzdem nochmal, aus meiner Sicht eben so ist, dass diese betreffende Person, die da gegangen ist, nur nicht mehr mit den eigenen Sinnen wahrnehmbar ist. Aber ihre Persönlichkeit existiert weiter. Und man hat dereinst mit Sicherheit, so man es denn will, immer von beiden Seiten aus oder sogar muss, ein Wiedersehen. Und das ist ein Trost, der gegeben werden darf und kann und sollte, der die Traurigkeit über den Verlust nicht verhindert, auch nicht verhindern soll, aber vielleicht die Trauer einschränkt. Denn die Trauer ist etwas anderes als die Traurigkeit. Ja, eine banale Sache, wenn Sie in Urlaub fliegen und fliegen nach 3 Wochen wieder zurück und hatten einen wunderschönen Urlaub in wunderschöner Umgebung, was auch immer, dann können Sie traurig sein darüber, dass Sie zurück müssen oder sollen oder fliegen werden. Aber Sie trauern nicht, sondern Sie sind traurig und Sie wissen aber auch, es gibt A, einen neuen Anfang, es erwartet Sie was zu Hause und B, wenn Sie nicht nach Hause fliegen, werden Sie nie wieder irgendwo hinfliegen können, also von zu Hause wegfliegen können. Das heißt, dieses sogenannte Ende, was kein Ende ist, was in dem Moment natürlich logischerweise sofort realisiert, das ist für Sie gleichzeitig aber auch wieder ein neuer Anfang zu einem etwas späteren Zeitpunkt, wohlgemerkt, aber auch wieder ein Anfang. Und ohne dieses Ende wird der neue Anfang nicht funktionieren. Das sind so diese Sachen, die Sie sich dann doch auch immer wieder darstellen müssen, vor Augen halten müssen. Und wenn Sie auf einen Friedhof gehen, wissen Sie, da liegt für mich keine Person. Das ist Unsinn. Ne? Das ist eine Gedächtnisanstalt, gar keine Frage, oder ein Gedächtnispark oder ein Erinnerungspark, aber mehr auch nicht. Mit der Person ich brauche nicht, ich habe einen Cousin, der dann immer sehr drin aufgeht, dass da ja, obwohl er meine Bücher kennt und mit mir schon oft geredet hat, so ist das eben halt im Leben, der dann immer wieder die Personen da in dem Grab vermutet und sieht. Mit denen reden kann ich auch zu Hause. Da brauche ich nicht auf den Friedhof zu gehen. Verstehen Sie? Die Personen liegen da nicht. Die Person ist da nicht. Das ist die Hülle. Und die Hülle ist vergänglich, logischerweise. Da haben wir eben drüber gesprochen im Detail. Aber das, was damit mit dieser Hülle mal entwickelt ist, das, was lebte, Leben ist die Kraft für die Entwicklung dieser Persönlichkeit. Dieses Leben ist nicht kaputt. Das ist kontinuierlich, bleibt erhalten, einmal losgetreten, wie die Zahl Pi, ist sie nicht zerstörbar. Und Leute, die das meinen, es gibt ja so einen Japaner oder ich glaube auch sogar noch andere, die inzwischen sogar Millionen oder zig Millionen Stellen, wenn nicht noch mehr, dieser Zahl Pi computergesteuert entwickelt haben und meinen, irgendwann müssten sie doch mal zu einer Periodizität oder zu einem Ende kommen. Das ist genauso großer Schwachsinn wie der Schwachsinn zu glauben, ihre Persönlichkeit auf eine Festplatte zu bannen und Avatare damit laufen zu lassen, was man Transhumanismus nennt. Das ist absoluter Unsinn. Ne? Lieber Herr van Laak, ich danke Ihnen sehr und
alle Ihre Bücher. Sie haben ja schon einige geschrieben. Das wird alles verlinkt. Also wer da tiefer einsteigen möchte, der darf da gerne nachlesen. Und Ja, es gibt ja eigentlich ich nur denke mal, zwei bitte? Links, auf die Sie hinweisen können. Das eine, der ist recht neu sogar, weil der wieder weiter verlinkt. Der verlinkt sowohl zu Videos als auch zu Büchern. Das ist das DR für Dr. dr-van Laak zusammengeschrieben.eu, also .eu. Und der andere ist eben van Laak zusammengeschrieben -buch.de. Das sind die beiden einzigen Links. Das reicht. Dann findet jeder, der interessiert ist und der Hm. weiteres sehen oder hören möchte, alles. Ja, ja, wunderbar. Ich denke mal, da wird es noch einige Anfragen sicher geben. Und ich danke Ihnen sehr. Und ich rege Ja, einfach nur an, dass da jeder mal so nachdenkt, was es vielleicht so an Sachen gibt, die er so wahrnimmt und in eine andere Ecke drängt und was jeder so in diesem Leben verwirklicht und wie er lebt. Also ich glaube, da war sehr, sehr viel an Botschaft drin und ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. macht sich gerne. Ja, ja, bis demnächst mal und ich höre von Ihnen. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das war nicht das letzte Gespräch. Also ich hoffe, wir haben euch alle inspiriert und ja, ich sage einfach nur, bleibt neugierig und bis bald. ja, Ciao. bis bald, auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss.